Moin Moin Freunde, bevor das Video losgeht, eine kleine Ankündigung für den heutigen Stream. Und zwar gehen wir 18:30 Uhr live und zwar streamen wir heute in meinen Geburtstag rein, denn heute steht einiges auch auf dem Programm. Wir werden auf den neuesten Fusion-Server raufschauen, was da so abgeht. Fusion 23 ist heute gestartet. Ja, vergesst dort auch nicht euren Code einzulösen, Fusion 23. Die Server-Start-Codes sind immer richtig, richtig geil, beziehungsweise die Fusionscodes. Ja, lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Dann werden wir über den fahrenden Zirkus noch ein bisschen reden im Stream, was wir jetzt auch gleich im Video tun werden. Ja, wir gehen auf F15 rein. Dort ist ja jetzt Wochenende, das heißt, wir spielen Epic Event und vieles mehr. Wir werden auf dem Beta-Server den Paladin noch weiterhin ein bisschen testen. Also es gibt vieles zu zeigen, vieles zu bereden und ja, feiern dann einfach ganz gechillt in meinen Geburtstag bis 0 Uhr dann rein. Und ja, lade ich euch sehr gerne ein, vorbeizuschauen auf Twitch. Link unten natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute werde ich euch alles zum Wanderzirkus verraten. Ihr habt es vielleicht hier und da schon gehört, der wurde angekündigt, allerdings noch nicht in-game, soweit ich das mitgekriegt habe, sondern bisher nur auf Social Media Plattformen oder im Discord. Es ist bereits sogar schon ein Datum für diesen verfügbar und zwar vom 18.10. Ja, wird dieser starten, außer auf F9, da wird es schon am 17.10. soweit sein. Und da ich ja auf F9 spiele, werden wir am 17.10., wenn es dann soweit ist, auch natürlich direkt, ja, wahrscheinlich live im Stream reinschauen. Und da könnt ihr natürlich sehr gerne hier auf YouTube, wenn ihr nichts verpassen wollt, oder auf Twitch auch sehr gerne ein Follow dalassen. Ansonsten, ja, sind alle Informationen zum Wanderzirkus soweit jetzt schon mittlerweile öffentlich. Sie wurden kurzzeitig mal geleakt, sind dann wieder verschwunden und jetzt sind sie für jeden lesbar sozusagen im Help-Shift-Center von Shakes and Fidget und da werden wir heute mal alles rund um den Wanderzirkus durchgehen, alle Informationen zusammen mit euch hier durchgehen, damit ihr auch optimal vorbereitet seid auf diesen Wanderzirkus, damit ihr diesen Zirkus auch gut mitmachen könnt auf jeden Fall, ja, wenn er denn soweit gelauncht worden ist. Und ja, wir gehen hier einmal komplett durch. Der Wanderzirkus ist ein temporäres Event und ab Charakterlevel 10 zugänglich. Zugang zum Wanderzirkus erhältst du in der Stadt, ja, da wo alle anderen temporären Events auch am Start sind. Es ist einiges auf jeden Fall, was es hier zu beachten gibt. Ich hatte mir das Ganze schon mal kurz durchgelesen gehabt, als das geleakt worden ist, allerdings nur mal kurz überflogen. Heute gehen wir das mal im Detail natürlich durch. Im Wanderzirkus müssen 10 Artisten und den Direktor besiegt werden. Die Kampfkraft der Monster richtet sich nach der eigenen Stärke. Die 10 Artisten kannst du entweder mit Tickets oder Pilzen angreifen. Für den Angriff auf den Direktor benötigst du dann goldene Tickets, die du als Belohnung für das Besiegen der Artisten erhältst. Okay, nachdem alle 10 Künstler besiegt wurden, hast du die Möglichkeit, ihr Level zu erhöhen oder sie auf demselben Level wie zuvor zu belassen. Das Erhöhen des Levels der Künstler bringt bessere Belohnungen. Wenn du sie auf dem vorherigen Level belässt, verringern sich die Belohnungen. Dasselbe gilt für den Direktor. Also nach eigenen Ermessen kann man hier den Schwierigkeitsgrad auch noch erhöhen für bessere Belohnungen. Ja, werden wir sehen, was das Ganze bringt. Es wird eine tägliche und eine Gesamtrangliste geben. Du erhältst Belohnungen entsprechend deiner Position in der Rangliste. Das finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, wie diese gestaffelt ist. Die wird wahrscheinlich auch nur servermäßig wahrscheinlich abhängig sein. Es wäre geil, wenn es da halt wirklich, wenn es das so, ja, serverübergreifend, also wirklich von allen, ne, von allen Welten, Fusionsservern etc., wenn es da eine komplette Rangliste geben würde, wo man dann halt eben seine Position wiederfindet. Das hört sich für mich sehr danach an, auf jeden Fall auf der einen Seite, dass es wahrscheinlich sehr viele Pilze braucht, beziehungsweise umso mehr du investierst, umso höher stehst du in der Ehrenhalle, umso, ja,
cooler ist es natürlich auch, umso höher man steht, aber auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch umso bessere Belohnungen. Ne? Das heißt, je mehr du payst, wirst du wahrscheinlich auch mehr kriegen. Ist ja wie in allen Dingen, wie im LD oder im Elevator auch so der Fall. Ja, werden wir sehen. Tickets. Um einen Kampf gegen einen Künstler zu beginnen, benötigen Sie ein Ticket, das alle 30 Minuten generiert wird. Alternativ kannst du Pilze bezahlen, um einen Kampf zu beginnen. Die maximale Anzahl generierter Tickets beträgt 15. Ähnlich wie beim Elevator, ja. Die goldenen Tickets. Goldene Tickets erhält man als Belohnung für das Besiegen von Artisten und sie werden benötigt, um gegen den Direktor zu kämpfen. Man kann maximal 15 goldene Tickets besitzen. Genau wie bei den normalen Tickets, ja. Künstler. Das Level der Artisten richtet sich nach deinem Charakterlevel, wenn du den Wanderzirkus zum ersten Mal betrittst. Bei jedem Tageswechsel wird das Level angepasst. Um einen Künstler anzugreifen, braucht man ein Ticket oder Pilze. Künstler haben ein Element und sind entweder Krieger, Magier oder Kundschafter. Wenn man einen Künstler besiegt, erhält man Ressourcen wie Gold, Holz, Glücksmünzen oder arkane Splitter. Manche Künstler belohnen einen mit einem goldenen Ticket. Der Direktor. Der Direktor ist der Boss des Wanderzirkus und verfügt über viele Trefferpunkte. Der Direktor hat eine zufällige Klasse, Krieger, Kundschafter, Magier und verursacht Elementarschaden. Um einen Kampf gegen den Direktor zu beginnen, benötigst du ein goldenes Ticket. Die Belohnungen werden abhängig davon vergeben, ob du die Trefferpunkte des Direktors um einen bestimmten Prozentsatz senken konntest. Diese Belohnungen können mehrfach errungen werden. Außerdem erhältst du Punkte für die tägliche Rangliste in Form von silbernen Direktormünzen. Es wird ein bisschen kompliziert, aber es macht auf jeden Fall irgendwie schon alles Sinn, das System. Ja? Aktwechsel. Der Aktwechsel. Sobald du alle 10 Künstler inklusive des Direktors besiegt hast, findet der Aktwechsel statt. Dabei kannst du entweder entscheiden, ob die Monster stärker werden und du dafür mehr Belohnungen erhältst, oder ob die Monster ihr vorheriges Level behalten, du dafür aber weniger Belohnungen von ihnen erhältst. Ja, das ist das, wo man dann selbst entscheiden muss, so ein bisschen. Zum Tageswechsel werden sämtliche Leveländerungen zurückgesetzt. Ranglisten, tägliche Rangliste. Die tägliche Rangliste basiert auf deinem täglichen Fortschritt. Je mehr Schaden du dem Direktor zufügst, desto mehr silberne Direktormünzen erhältst du. Die Anzahl dieser Münzen bestimmt deinen täglichen Rang. Kann man jetzt zum Beispiel hier vergleichen wie mit den Elevator Tokens, die man bekommt. Ja, durch Besiegen der Etagen bekommst du ja Tokens, so diese Kreise mit diesem Pentagramm drinne oder Hexagramm. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das war. Ich glaube, Hexagramm ist es. Würde thematisch besser passen zum Elevator. Und ja, je mehr du davon hast, bist du ja auch in deiner eigenen Ehrenhalle bzw. Gildenhalle halt höher, ne? Umso mehr du davon hast. So ist es mit diesen silbernen Direktormünzen auch. Ja? Die Anzahl dieser Münzen bestimmt deinen täglichen Rang. Am Ende eines Tages werden die silbernen Direktormünzen zurückgesetzt und du erhältst eine Belohnung, die von deinem Rang abhängt. Die Belohnung für deinen täglichen Rang umfasst goldene Direktormünzen. Eventrangliste. Die Anzahl der goldenen Direktormünzen wird für die Eventrangliste gezählt, die deinen Gesamtfortschritt während des Events widerspiegelt. Am Ende des Events erhältst du Belohnungen, die von deiner Position in der besten Liste abhängt. Prämien werden an deinen Posteingang gesendet und müssen manuell abgeholt werden. Also es gibt halt eben diese temporären beziehungsweise täglichen Ranglisten, ja, wo halt eben diese silbernen Münzen generiert werden und zu diesem Tageswechsel werden die dann halt eben zu den goldenen und die machen dann halt eben für die Eventrangliste den Rang halt eben auch aus. Also es hört sich für mich wirklich sehr danach an, je mehr du halt eben payst, umso höher stehst du in der Ehrenhalle. Man muss halt eben jetzt auch abwägen, willst du auf dem gleichen Akt quasi bleiben, wo du davor warst, dann musst du dir aber dessen bewusst sein, dass du wahrscheinlich schlechter abschneiden wirst als jemand, der halt eben den Akt gewechselt hat und nicht stehen geblieben ist und dann halt eben mehr silberne Münzen verdient und damit schlussendlich dann halt auch Goldmünzen und halt eben höher als du in der Rangliste steht.
Das kommt eben ganz drauf an, wie weit du mit deinem eigenen Account hier stehst. Also das Event wird wirklich wahrscheinlich so belohnt werden für die Leute, die wahrscheinlich schon sehr weit fortgeschritten sind, die werden höchstwahrscheinlich dann halt eben auch in diesem Wanderzirkus weiterkommen, als jemand, der halt eben jetzt gestern eben erst mit dem Game beispielsweise angefangen hat. Das ist wahrscheinlich zu erwarten, auch wenn man hier schon mit Stufe 10 auch wirklich anfangen kann. Also es ist natürlich auch sowohl für den High-Level als für den Low-Level-Bereich auch wieder ein Event. Und dadurch, dass auch alle 15 Minuten ein Ticket generiert wird, könnte es natürlich auch so sein, dass eventuell das auch was für Free-to-Play-Spieler ist. Ich würde es jetzt, ich habe es jetzt so abgeschrieben, beziehungsweise so einkategorisiert, dass das wahrscheinlich ein ziemliches Pay-to-Win temporäres Event sein wird. Allerdings könnte es ja auch wirklich so sein, ähnlich wie beim Elevator, dass es sehr Free-to-Play freundlich sein kann. Weil wenn wir jetzt uns mal alle temporären Events mal zusammenfassen, alle wichtigen, sag ich mal, jetzt abgesehen von dem fahrenden Dungeon, den Elevator, den Legendary Dungeon und jetzt eben den Wanderzirkus, muss man gucken, dass halt eben der Elevator im Vergleich zu dem Legendary Dungeon wahrscheinlich für die Free-to-Play-Spieler der Elevator deutlich attraktiver ist, alleine von dem, was man bekommt, zu dem, was man halt auch eben leistet, beziehungsweise was man ausgeben muss. Beim Legendary Dungeon muss man deutlich mehr Pilze ausgeben, damit man auch was bekommt, beziehungsweise dass man da sein Set komplettiert. Ne, das ist ja auch immer so ein bisschen eventuell der Anspruch von dem einen oder anderen, beziehungsweise man muss halt eben ein komplettes Jahr wieder warten, bis man irgendwann dieses Set vervollständigen kann mit ein bisschen Glück. Es ist halt auch sehr random. Beim Elevator ist es halt die Gesamtleistung der Gilde. Man bekommt sehr viele Free-Tickets mittlerweile durch Codes, Drops. Man gaint so die ganze Zeit irgendwas an Tickets. Also man hat schon ein sehr gutes Ticket-Kontingent, was den Elevator angeht. Und das lässt einen als Free-to-Play-Spieler auch ein bisschen ruhiger schlafen, sag ich mal, beziehungsweise man kommt halt eben auch ein bisschen besser voran, weil man halt nicht die ganze Zeit blockiert ist durch diese Tickets gainen halt. Ne? Man hat halt sehr viele Free-Tickets auch. Mal gucken, wie es beim Wanderzirkus sein wird. Und beim Elevator ist es halt eben so, man bekommt halt als Free-to-Play-Spieler so extrem viele Ressourcen, dass es halt eben für die Free-to-Play-Spieler das etwas interessantere temporäre Event sein wird, wenn die sich das jetzt aussuchen könnten von LD oder Elevator, ja. Und deswegen würde ich den Wanderzirkus jetzt nicht direkt einen Stempel draufdrücken, so, dass es jetzt halt für Hardcore-Pilzer ist. Ich glaube schon, dass es sich bei dem Feature mehr lohnen wird für die Pilzer, dass die quasi mehr davon haben als beim Elevator, weil beim Elevator lohnt es sich nicht so extrem krass viel reinzupilzen, weil die Stufenbelohnungen, umso höher man ist, geht ja nur bis 500, die wird ja irgendwann auch gleich, beziehungsweise man bekommt das gleiche an Gold wie auf Etage, was weiß ich, weit auf jeden Fall, weit unter Etage 500. Das heißt, man hat da als Hardcore-Pilzer nicht unbedingt kranke Vorteile dadurch. Nur ist es halt eben, dass man viel mehr Elevator-Tokens generiert für seine Gilde, was einen natürlich dann weiter vorantreibt, so, ne? Aber abseits davon sind diese Belohnungen an sich eher marginal, sag ich mal. Deswegen lohnt es sich auch gar nicht so krass, den Elevator zu pilzen, was es wiederum für Free-to-Play-Spieler freundlicher macht. Der Wanderzirkus wird sich wahrscheinlich mehr lohnen zu pilzen, was dann wieder für Pilzer wahrscheinlich attraktiver macht. Aber wir dürfen nicht vergessen, es könnte vielleicht auch für Free-to-Play-Spieler trotzdem ein guter Reward sein. Am Ende des Tages ist es halt ein temporäres Event, wo man sich zusätzlich was hier verdienen kann. Deswegen warten wir einfach mal ab, wie es wird. Das auf jeden Fall zuerst mal der erste Eindruck dazu, beziehungsweise das, was ihr zu dem Wanderzirkus wissen müsst, wenn er denn soweit kommt und gelauncht wird. Am 18.10. ist es dann soweit, dass er auf allen Servern released wird. Also
nicht diesen Freitag, sondern nächste Woche Freitag, und am Donnerstag ist er bereits schon hier auf meinem Server F9 verfügbar, und da werden wir dann auch direkt reingehen in den Wanderzirkus. Deswegen, wie gesagt, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat und weitergeholfen hat, dann würde es mich auf jeden Fall sehr über eine Bewertung, Kommentar dazu freuen. Schreibt mir gerne rein in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Erstmal so von dem, was man jetzt lesen konnte. Und ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.